ich bin vermutlich noch einmal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und nach einem kleinen Warm-up machen wir heute im Wesentlichen einen entspannenden Restorative Relax Flow. Könnte auch im Bett gemacht werden, wäre auch ein Bettflow. Wenn du hast, dann wäre ein Gurt gut und nachher vielleicht ein kleines Kissen. Ja, dann fangen wir an. Kommst in deinen aufrechten, bequemen Sitz. Schau vielleicht, dass deine Beine ganz auf dem Boden aufliegen und du dich so hinsetzt, dass du das Becken, ich glaube, ich bin nicht ganz drauf, oder? Dass du das Becken nach vorne kippen kannst, sodass die Wirbelsäule lang und entspannt schwingen kann. Und dann schließ gerne die Augen, nimm die Augen in den, man nennt das im Yoga den inneren Fokus, der Blick entspannt von innen auf diesen Bereich des dritten Auges in deiner Stirn. Und erlaub dir, bei dir anzukommen, still zu werden, nach innen zu horchen. Für ein paar Atemzüge nimm deinen Sitz wahr. Sitzt dein Rücken fest mit der Matte oder Unterlage verbunden. Und mit jedem Einatmen kannst du dir vorstellen, dass die Wirbelsäule sich noch mehr aufrichtet, noch länger wird. Mit dem Ausatmen du diese Länge, diesen aufrechten Sitz bewahrst. Spür deine lange Wirbelsäule in ihrer natürlichen Doppel-S-Form und vielleicht kannst du mit jedem Einatmen spüren, wie diese Länge die Wirbelsäule entspannt und die Entspannung vielleicht sogar bis in deinen Nacken geht. In deinem aufrechtesten Sitz angekommen, richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Du beobachtest deine Atmung. Beobachtest, wie die Atmung fließt, ohne sie zu beeinflussen. Einfach nur wahrnehmen, in welcher Qualität, in welchem Rhythmus, in welchem Volumen deine Atmung fließt. Wann immer Gedanken oder Gefühle durch deinen Kopf ziehen, beobachte auch das und kehr dann liebevoll, aber bestimmt zu deiner Atmung zurück. Sahaja, natürliche Yoga-Atmung. Beginn dann die Atmung zu lenken und gleichmäßig und mühelos in den Bauchraum ein- und auszuatmen. Eine unendliche Atemwelle ein und aus und ein, immerfort. So gleichmäßig, so leicht. Beobachtest, wie sich dein Bauchraum weitet, wie er zusammenzieht, ganz im ureigenen Rhythmus deiner Atmung. Leicht, mühelos,
tiefer allmählich die Atmung hinein in Purna, die vollständige Yoga-Atmung. Und mit dem Einatmen erlaubst du allen Bereichen der Lunge gefüllt zu werden, Bauchraum, Brustkorb, bis in die Lungenflügelspitzen. Und wenn das Ausatmen kommt, dann lass es einfach geschehen, wie die Entspannung aller beteiligten Muskeln. Und nur am Ende ziehst du Bauchdecke, Beckenboden, aktivierst du leicht nach innen oben, um noch vollständiger auszuatmen. Samatha Vayu im Verhältnis 1:1. Probier mal genauso lange aus wie einzuatmen. Wenn da von ganz alleine schon die Pause nach dem Ausatmen entsteht, dann lass sie einfach so lang sein, wie es dir angenehm ist. Und wenn dein Körper einatmet, dann atmet er ein von ganz alleine. Atmet aus. Und vielleicht kannst du die Pause wieder entstehen lassen. Samatha Vayu, die ausgewogene, vollständige Atmung im Verhältnis 1:2. Mit der Zeit wollen wir doppelt so lange aus wie einatmen. Und dann probier einfach, welches Verhältnis dir noch gut tut, sodass die Atmung immer noch leicht und mühelos fließt. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf 3 oder 4 einatmen würdest, es ist vielleicht ganz entspannt und angenehm, auf 5 oder 6 oder 7 auszuatmen, vielleicht aber auch leicht doppelt so lange spüren. Spür hin, wie du dich diesem Verhältnis annähern kannst und der Atem trotzdem leicht und mühelos fließt. Lange, tiefe, entspannte Atemzüge mit verlängerter Ausatmung und vielleicht der kleinen Pause nach dem Ausatmen. Du steuerst deine Atmung so fein, so achtsam, als würdest du gar nichts tun. Es würde die Atmung ganz von alleine so fließen. Es wäre die Atmung ein Freund, eine gute Freundin, die du liebevoll an die Hand nimmst und geleitest. So, als würde sie alles von ganz alleine tun. Purna Ujjayi fügt dann noch den Klang deiner Ujjayi-Atmung hinzu. Das Rauschen, das nur für deine Ohren hörbar ist, einatmend an der Glottis, an der Stimmritze die Kehle verengen und ausatmen, das feine, leise gehauchte A. Wenn du dann die Augen blinzelnd öffnest und zum Stehen kommst, dann bleibe mit deiner Konzentration bei deiner Atmung, mit deiner Atmung in Purna Ujjayi. Wir kommen zum Stehen am vorderen Mattenrand und die Klötze oder Bücher nimmst du mit nach vorne.
Standing Asana, aufrechter, stabiler Stand. Pranayama Chai. Und wir üben einen kleinen Cat to Mountain und Swan Flow. Mittlerweile kennt ihr den, glaube ich, jetzt schon. Garnieren ihn heute mit Springen, wenn ihr mögt. Sonst einfach die Beine zurücksetzen. Und dann kommen wir zu unserem Restorative Flow. Stabiler, aufrechter Stand. Einatmen, Absolut, dreh die Oberarme aus, die Schulterblätter ziehen nach unten, heben die Arme. Ausatmen, Earth Touch, aus der Hüfte Neigung. Das Brustbein bleibt bis kurz vor Schluss gehoben, dann Oberkörper, Nacken entspannen. Einatmen, Monkey, Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule längen. Ausatmen, wenn du springen magst, sonst steig zurück. Ansonsten Knie beugen und aus der Rumpfkraft leise landen, mit gebeugten Beinen landen. Dann die Beine so weit strecken, wie dein Mountain das verträgt. Lange Rücken. Und dann wiederholen wir Cat to Mountain Flow. Ausatmen, Cat Tuck. Einatmen, Wirbel für Wirbel, Cat. Arm unter dem Rücken beginnen. Ausatmen, Mountain, Lift in Mountain. Die Sitzbeinrücker führen nach hinten. Einatmen, bleiben oder weiter absenken. Ausatmen, Nacken beginnt. Nacken entspannen, von oben nach unten. Die Knie beugen, wenn die Rundung im Becken angekommen ist. Von der Lände einatmend in die Katze und ausatmen. Mountain, in Mountain noch einmal. Spür, wie du jedes Asana mit der Atmung zu Ende machst und es doch an diesem Ende in das nächste fließt mit deiner Atmung. Einatmen, okay. Wenn du springen magst gleich, dann kannst du probieren, jetzt die Hände auf den Klötzen zu tun, mit längeren Armen, da geht es leichter. Ausatmen, Mountain, Lift in Mountain. Einatmen, Mountain, Lift, den Oberkörper anheben. Ausatmen, die Knie beugen. Dann aus deiner Rumpfkraft. Einatmen, Extended Bend. Leise nach vorne springen, mit möglichst langen Beinen landen. Adho Uttanasana. Ausatmen, First Touch. Ausatmen, Roll to Standing. Einatmen, Absolut. Jetzt machen wir dasselbe nochmal und diesmal mit Swans statt Cat. Aber wenn du magst, dann kannst du jederzeit bei der Version von gerade bleiben. Ich sage beide an. Einatmen, Monkey, Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule längen. Ausatmen, geh oder spring. In Mountain. Einatmen. Ausatmen, rechts, Brett Swan oder Katzenbuckel. Einatmen, Wirbel für Wirbel, Swan. Ausatmen, Mountain, Lift in Mountain. Wechselnde Seiten, noch zweimal. Ausatmen, von oben nach unten, unten wie Cat Tuck. Entweder mit Bein nach vorne oder nicht. Einatmen, Wirbel für Wirbel, Swan. Und Cat. Aus der Rückbeuge in Mountain fließen, unterer Rücken, mittlerer, oberer Nackenkopf. Und dann wiederhole noch einmal rechts und links.
beginnt. Die Wirbelsäule von oben nach unten runden. Spüren die zwei Richtungen. Brustbein zieht vor, die hinteren Fersen zurück. Einatmen, Wirbel für Wirbel Swan. Und wenn du gleich wieder springen willst, das wieder mit längeren Armen tun möchtest, nimm sie jetzt. Einatmen, Mountain. Einatmen, Mountain Lift. Von der Lände beginnen, die Wirbelsäule anheben. Ausatmen, Knie beugen. Einatmen, Extended Bend. Ausatmen, Extended Shoulder Stretch. Asana. Knie beugen. Vielleicht den Oberkörper sogar auf die Oberschenkel legen. Oberrücken, Nacken, Kopf entspannen. Die Handgelenke lang. Wenn dir das nicht gelingt, wenn die so abknicken würden, dann nimm dir lieber einen Socken oder einen Gurt, sodass die Handgelenke entspannt bleiben können. Ausatmen, Roll to Standing. Schieb die Knie vor, roll das Becken ein. Einatmen, Upward Salute. Und ausatmen, Flowing zu Standing Asana. Purna Ujjayi. Einatmen rechts, Forward Salute. Ausatmen, Österreich. Diesmal greif weit hinter deine Füße. Gleich die Füße so ein bisschen auseinander. Einatmen, Squat im Tuck, absetzen, aktiviere deine Rumpfkraft. Und dann Wirbel für Wirbel aufrollen. Ausatmen, Hand Balance, entweder Becken zurück und noch halten oder einfach einmal nach dem anderen absetzen. Und dann nimm dir deinen Gurt, sodass er in der Nähe ist. Ausatmen, Knees to Chest. Das Becken einrollen, die Bauchkraft aktivieren, nach innen lenken, bis die Arme aus sind. Dann die Füße immer noch möglichst lang am Boden zum Gesäß schleifen lassen. So Wirbel für Wirbel abrollen. Ausatmen. One knee to chest, rechts. Das rechte Knie bleibt. Und das linke stellt ihr erst auf den Bein und lasst es dann am Boden ausgleiten. Hip Rotations. Einatmen, geöffnet. Das Knie in die Außenrotation. Dann dort strecken. Ausatmend über die Mitte. Und dann so wieder zurück. Das wären relativ große Kreise. Falls dir das in der Hüfte schnackselt, kannst du entweder den Gurt um das Bein legen, das mal vor, dann ist die Last raus und das so mitführen. Falls dir das immer noch unangenehm sein sollte, manche Hüften sind so ein bisschen empfindlich, dann gibt es eine Variante, die ganz sanft ist. Dann stellst du den Fuß auf, lässt ihn so nach außen gehen, lässt das Bein wie auf Schienen nach vorne fahren, nimmst es lang in die Innenrotation und holst es so schleifend zurück. Es geht besonders gut, wenn man mit den Füßen auf dem Boden ist und keine Mattenkante hat, dass man sich anheben muss, wie ich das gerade tue.
Und wenn du dann das nächste Mal das Bein wieder am Körper hast, dann dreh die Richtung um. Ausatmen in die Innenrotation. Außen öffnen und zurück. Wähle deine Variante, dass du den ganzen Bewegungsumfang deines Hüftgelenks mobilisieren kannst. Und das nächste Mal One Knee to Chest bist. Einatmen, Leg Stretch, Asana. Das Bein strecken. Wenn du einen Yoga-Gurt hast, das haben wir glaube ich auch schon mal gemacht, dann kannst du ihn unter die Schultern legen, die Schnalle so, dass du hinfassen kannst. Und dann stell ihn so ein, dass das Knie maximal gestreckt ist. Schieb die Ferse aktiv Richtung Decke. Du kannst damit beginnen, das Bein ganz sanft hin und her schwingen zu lassen. Und auch hier die Bewegung wieder immer kleiner werden zu lassen und quasi da zu enden, wo heute dein Asana ist. Es ist vielleicht gar nicht hier in der Mitte, vielleicht ist es mehr in der Innenrotation oder so ein bisschen außen. Spür mal hin, von innen mehr denn durch mich angesagt. Wo ist dein Leg Stretch? Und auch wenn du das Bedürfnis hast, nach wie vor kleine Bewegungen zu machen, dann tu das. Ausatmen, Side Leg Stretch. Vorübung für den Tänzer. Und da kann es ganz gut sein, wenn man sich so ein Kissen hier an die seitliche Hüfte legt, dass das Becken nicht kippt. Und dann lässt du das Bein nach außen wandern, die Gegenhüfte bleibt liegen, der Oberschenkel bleibt liegen. Side Leg Stretch Asana. Tiefe, entspannte Atemzüge. Ausatmen, Leg Stretch, kraftvoll aus der Hüfte das Bein wieder in die Mitte bringen. Lösen, ohne das Bein zu beugen. Ausatmen, Tranquility. Das Bein flext absenken. Den Unterschied wahrnehmen. Vielleicht merken, dass sich die rechte Unterrückenseite jetzt anders anfühlt als die linke, so ein bisschen entspannter, flacher. Ausatmen, links, One Knee to Chest. Hol dir das linke Knie Richtung Brustbein. Gerne so ein paar Mal hin und her schmiegen, die Hüfte massieren und dann beginnen mit deiner Variante von Hip Rotations. Einatmen in die Öffnung, in die Außenrotation, dort strecken. Dann vorne über die Mitte ausatmend, über die Innenrotation zurückrollen. Wie groß oder wie klein entscheidest du. Eine andere Option wäre auch das Ganze mit gebeugtem Knie zu machen. Dann ist der Hebel natürlich kürzer, lasse ich das so ein bisschen gebeugt. Schaut einfach, was euch gut tut. Oder eine Variante mit den Füßen auf dem Boden.
oder der Gurt, sodass man den maximal großen Kreis machen kann. Alles geht. Und wenn du dann zurückkommst, irgendwann schmieg noch einmal das Knie zur Brust. Spür vielleicht den Unterschied im Inneren deines Hüftgelenkes. Ausatmen, Leg Stretch Asana. Das Bein wieder zur Decke strecken. Wenn du Gurt hast, dann mit Gurt oder mit Handtuch oder Gürtel. Leg Stretch Asana. Auch hier kannst du aus der Bewegung in die Stille kommen oder bewegt bleiben. Schieb die Ferse aktiv Richtung Decke, sodass sich das Knie streckt. Der rechte Oberschenkel liegt schwer, möglichst auf dem Boden. Ausatmen, Side Leg Stretch. Das Bein aus der Hüfte heraus, nach außen ziehen lassen. Der Vorteil vom Gurt ist, dass man mit dem Oberkörper völlig entspannen kann. Die Arme können liegen bleiben, neben dem Körper oder quer oder sogar im V. Das, was dir am besten tut. Ausatmen, Leg Stretch. Das Bein kraftvoll in die Mitte zurückführen. Vielleicht den Gurt lösen, ohne das Bein zu beugen und gestreckt, geflext ablegen. Und nachspüren. Nachspüren. Vor allen Dingen im unteren Rücken spüren, wie vielleicht sich dein unterer Rücken jetzt viel entspannter anfühlt und sich in die Matte schmiegt. Ausatmen, Trap Eagle Twist. Über Partial Recline, einen Fuß nach dem anderen aufstellen. Wenn du weißt, dass du die Beine nicht in der Luft verschlängeln kannst, dann hier einfach überlegen. Ansonsten Lände in die Matte schmiegen, Bauchkraft aktivieren. Über Legs 90 Degree, die Arme zur Seite öffnen, dann das rechte Bein vor dem linken kreuzen, hinten wieder rausholen. Dann sind wir da, wo wir mit dem Überschlagen auch waren. Ausatmen, Eagle, Twist rechts, das Beckengewicht auf den linken Fuß, das Becken weit nach rechts versetzen. Gegebenenfalls ein bisschen was unter das linke Bein oder Knie legen und dann so weit in den Eagle Twist. Wie der ganze Schultergürtel entspannt liegen bleiben kann. Die Twist Asana. Irgendwann ist der Schultergürtel entspannt auf der Matte, beide Schulterblätter, der Nacken ist lang und du schaust nach oben oder wenn du den Nacken integrierst, dann heb den Kopf so ganz leicht an und lass das rechte Ohr Richtung Matte ziehen. Dann spür, wie entspannt deine ganze Wirbelsäule in der Rotation sein kann.
Tiefe, entspannte Atemzüge. Entwachen, Geist. Beobachtest deine Atmung, deine ganze Konzentration ist bei deinem Körper, bei deiner Atmung, bei deinen Gedanken und Gefühlen. Es gibt nichts, was an dir vorbeigeht. Du bist ganz wach und klar und doch entspannt. Ausatmen, Knees to Chest. Mit dem Ausatmen auf den Rücken zurückrollen. Die Wirbelsäule ausrichten. Mit dem nächsten Ausatmen roll dein Becken ein, schmieg die Lände in die Matte. Knees to Chest, Asana. Großzehenballen berühren sich und die Knie sind so weit geöffnet, wie das auch nur geht. In den Ellenbeugen, die Hände im Mudra. Ausatmen, Spider Asana. Wenn du jetzt die Knie hier außerhalb des Körpers hast, dann lass die Knie, wo sie sind und gib die Sprunggelenke genau drüber. Happy Baby heißt die Position auch, das glückliche Kind. Und dann schau, wo du mit den Händen hinkommst. Ob von außen, von innen, vielleicht auch nur an die Wade. Wo auch immer du hinkommst, schmieg die Knie mit sanftem Druck Richtung Boden. Du kannst dabei auch wieder hin und her schaukeln, ganz sanft. Die Fußsohlen sind zur Decke und die Sprunggelenke möglichst über den Knien. Das heißt, die Knie sind nicht verdreht, sondern in ihrer natürlichen Ausrichtung. Der untere Rücken verlässt die Matte möglichst nicht. Neutrale Wirbelsäule. Ausatmen, Crab Eagle Twist links. Entweder über Partial Recline, dann Zehenbeine, Fersen absenken oder über Legs 90 Degree. Diesmal das linke Bein vor dem rechten kreuzen. Auf dem rechten Fuß das Becken weit nach links versetzen. Gegebenenfalls was unter dein linkes Knie oder die Wade. Und dann such wieder die Position im Twist, in der dein Körper sich vollständig entspannt. Wenn du den Nacken integrierst, dann gib den Kopf kurz an und lass das linke Ohr Richtung Boden ziehen. Oder du schaust einfach zur Decke, beobachtest jeden tiefen Atemzug. Ausatmen, Knees to Chest, auf den Rücken zurückrollen, die Wirbelsäule ausrichten. Die Lände in die Matte schmiegen, Fersen, Ballen, Zehen heben, ohne dass der untere Rücken die Matte verlässt. Ausatmen, Recline Butterfly, über Partial Recline, Knie schließen, Zehen landen, Lände in der Matte und wenn die Zehen gelandet sind, kannst du die Fußsohlen aneinander schmiegen.
die Hüften in die Außenrotation gehen lassen und dann verweilen wir für ein paar Atemzüge als Asana. Und dann hast du die Wahl, hier auch im Yoga Nidra in der tiefen Entspannung zu bleiben, dann vielleicht die Klötze unter die Oberschenkel nehmen, sodass das Ganze auch im Becken, in der Hüfte entspannt sein kann. Oder vielleicht entschließt du dich auch in die tiefen Entspannungslage zu kommen, dann leg dir vielleicht was unter die Knie, stell die Position her, in der dein Körper jetzt vollständig entspannen kann. Schau auch, dass die Wirbelsäule lang und entspannt sein kann, gegebenenfalls den Abstand nochmal vergrößern. Du kannst auch so an der Kante fassen und dich wegschieben vom Gesäß. Spür dich mit vollständiger Atmung nochmal durch deinen Körper durch und mit jedem Ausatmen erlaubst du jedem Auflagepunkt in die Matte zu entspannen. Mit dem entspanntesten Körper erlaubst du auch deine Atmung zu entspannen. Du beobachtest. Es ist gerade so, als wärst du ein tiefer See und du hockst am Grund dieses Sees ganz tief in dem drin und du beobachtest, was da so an deiner Oberfläche passiert, wie du atmest, was für Gedanken und Gefühle durch deinen Kopf ziehen und wie oft. Vielleicht kannst du so konzentriert und so entspannt sein, dass du ganz bei deinem Atem bleiben kannst, dass die Pausen zwischen deinen Gedanken immer größer werden, dass dann nur noch die Atmung ist, nur noch der Moment. Und du eintauchen kannst in diesen Moment deiner inneren Stille. Kehrt allmählich zur
vollständigen Atmung zurück. Und erlaubt klitzekleine Bewegungen in euren Körper zurückzukehren. Vielleicht könnt ihr horchen von innen heraus, wo das denn sein soll. Ausatmen, knees to chest. Einatmen, einen Arm nach hinten ausstrecken, ausatmen, roll to side, auf die Seite rollen. Und dann genießt stille Momente im Seitkind. Einatmen für Return Basic Squat, noch einmal zum Sitzen kommen. Kommt noch einmal in den aufrechtesten Sitz eurer Wahl. Die Hände noch einmal vom Herz. Vor zur Stirn. Zur Erde. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Alles, was wir jetzt gerade gemacht haben, das könnte man auch immer prima im Bett machen. Ganz entspannt und vielleicht auch länger. Und ja, dann freue ich mich, dass wir uns nächste Woche dann hoffentlich endlich in echt